Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es um IKEA. Aber nicht um IKEA Möbel, sondern um IKEA Werkzeug. Denn IKEA stellt ja auch Werkzeug her, beziehungsweise vertreibt ja zumindest Werkzeug. Einmal hier so einen ganz kleinen Mini-Akkuschrauber, aber auch schon so einen großen. Und ich möchte einfach mit euch mal rausbekommen, macht es wirklich Sinn, IKEA Werkzeug zu kaufen? Ist IKEA Werkzeug im Zweifel ein absoluter Preisbrecher oder sagen wir, bah, kauft das auf keinen Fall, totale Geldverschwendung. Das bekommen wir heute raus. Und übrigens, auch heute kannst du wieder etwas gewinnen, wenn du kommentierst. Und die Frage ist, was kannst du eigentlich gewinnen? Werkzeug. Und du kannst dir sogar aus einem Pool von Werkzeug etwas aussuchen, wenn das mal nichts ist. Und wenn du genau wissen möchtest, was du gewinnen kannst, geh einfach auf gotools.de. Dort findest du übrigens auch die Info, ob du gewonnen hast. Und was musst du tun? Teil einfach deine Meinung zu IKEA Werkzeug unten mit uns in den Kommentaren und schon kannst du gewinnen. Jeder von euch war garantiert schon 1000 Mal bei IKEA, sogar 2000 Mal. Schreib es mal gerne unten in die Kommentare, wie deine Meinung zu IKEA ist. Das würde mich wirklich interessieren, weil wer geht aus dem IKEA raus und hat nicht mindestens ein Teelicht gekauft? Das ist ja nicht der Kracher, aber irgendwie ist es dann auch wirklich so. Und bei den ganzen IKEA-Gängen ist mir irgendwann mal aufgefallen, sag mal, was ist denn hier los? Stimmt ja, IKEA macht ja jetzt sogar schon Werkzeug und du kannst hier bei IKEA eigenes Werkzeug kaufen, spezielles IKEA-Werkzeug. Das Ganze hier heißt übrigens Tricksig. Und zwar haben wir zwei verschiedene. Einmal den kleinen Tricksig, 3,6 Volt hier. Hört sich ein bisschen süß an. Und den großen hier, den Tricksig mit 12 Volt. Macht schon eher so ein Akkuschrauber oder so ein Akkuschrauber-Vibes, wie man so sagen könnte. Die Frage ist aber wirklich, wenn ich mir den ganz kleinen angucke, der kostet 13 Euro, beim großen, der kostet rund 35 Euro. Ist das ein guter Akkuschrauber für dich? Beziehungsweise macht der für dich Sinn und wie schlagen sich die IKEA-Akkuschrauber eigentlich gegen die anderen? Das wollen wir heute hier rausbekommen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir nehmen genau diese Geräte hier rein, weil sie aus zwei Gründen hier reingehören. Nummer eins, entweder haben sie exakt genauso viel Kraft oder Nummer zwei, sie spielen in etwa dieser Preisrange. Weil ganz ehrlich, wenn du so ein Gerät kaufst, dann wäre es doch sinnvoll auch, dass du es langfristig benutzt und nicht nur für ein Projekt oder für einen einzigen Schrank. Bin ich zumindest der Meinung. Und das werden wir heute mal rausbekommen. Deswegen haben wir genau diese Geräte hier stehen. Einmal hier die etwas stärkere Klasse, 12 bis 18 Volt, und hier die 3,6 Volt Klasse, was schon echt wenig ist. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel den hier angucke, den IKEA, ja, den kleinen, 12,99, Ladegerät, einfach USB-C hier rein und feuerfrei, 3,6 Volt, hat eine gespeicherte Energie von 5,4 Wattstunden. Wahnsinn. Also das ist echt wenig, aber trotzdem kannst du damit durchaus einen Schrank aufbauen. 12,99. Das nächste, was wir haben, ist der Bosch XO. Sehr beliebt, sehr bekannt, kostet 40 Euro. Der nächste, den wir haben, auch 3,6 Volt, wie der andere ja auch, hier, Bosch Go 3 mit 60 Euro. Eine etwas andere Funktionsweise, aber auch sehr interessant. Macht es Sinn, eher den zu kaufen, als den für 12 Euro oder für 13 Euro rund? Interessante Frage. Das werden wir mal nachmessen auch. Dann haben wir hier den ich muss echt noch mal gucken, Tricksig mit G am Ende, der Tricksig. Mit 12 Volt für 34,99 €. Aber witzig und wichtig, da kriegst du gleich noch schon einen Akku mit dazu. Brauchst gar kein Ladegerät, steckst hier einfach USB-C rein, feuerfrei. Das Ganze für 34,99 €. Und dann ist die Frage, macht es Sinn, eher den Parkside zu nehmen, den PBSAE, ja, 12A1. Der kostet nämlich nur 26,99 €, der hier. Oder den PowerMax BS von Metabo für 60 Euro. Jetzt wirst du sagen, was? Das ist doch eigentlich hier 60 Euro? Macht das Sinn? Werden wir uns anschauen. Und wie viel mehr kann der eigentlich? Und dann haben wir hier den Bosch Easy Drill 18V40. Schon ein richtiger, ausgewachsener Akkuschrauber. Der kostet aber schon 45 Euro. Ohne Akku, mit Akku im Gesamtpack dann schon 75 Euro. Da hast du dann halt Akku, Akkulader und den Akkuschrauber. Und das ist schon so eine Ansage. Und deswegen ist es so, wir gucken uns jetzt mal kurz die einzelnen Geräte an und schauen wir mal, was ist denn daran jetzt so besonders? Und dann testen wir die mal. Fangen wir beim IKEA an, bei unserem kleinen 3,6 Volt Monster quasi. Wenn wir uns das hier anschauen, hier ist fast nichts dran. Schaut mal hier, es ist wirklich fast nichts dran. Wir haben hier oben eine Gummierung, damit sie nicht aus der Hand fällt, hier auch so eine Handschlaufe. Und dann haben wir hier unseren Trigger, ja, um das Ganze auszulösen. Wir haben hier Rechts-Links-Lauf. Ja, geht wunderbar. Was wir hier vorne haben, ist, wir haben hier so eine Mini-Taschenlampe. Schaut mal hier, da ist die Taschenlampe, vielleicht seht ihr das. Und wir haben hier eine Akkuanzeige.
Und wenn du jetzt siehst, warum läuft der denn jetzt nicht? Ganz einfach, wenn wir jetzt Rechtslauf und Linkslauf jetzt einmal die Mitte klicken, dann können wir schauen, wie voll ist der Akku gerade und wie ist die Batterie an. Hier haben wir unsere Bitaufnahme und da können wir ganz einfach so ein Bit hier rein tun. Ja, nehmen wir mal irgendein Bit, tun den hier rein, zack. Haben aber den Nachteil, wenn der Bit ein bisschen fester in der Schraube oder wo auch immer hängt, dass du jedes Mal auch den Bit mit rausziehst. Finde ich extrem nervig und würde mich auch riesig stören an dem Ganzen hier. Das ist ja der IKEA-Bitsatz, den du dir kaufen kannst. Der hat übrigens auch einen Nachteil. Auch der Bithalter, den wir haben, den ich gerade nicht rauskriege. So. Auch der Bithalter hat dasselbe Problem. Auch hier ist es so, dass wenn du den Bit hier reinsteckst, dass er zwar jetzt magnetisch mal hält, aber mehr auch nicht. Ja? Dann ziehst du also auch immer jedes Mal mit raus, wenn die Schraube ein bisschen fester angezogen ist. Übrigens dazu gehören hier auch ein paar Bohrer. So, das war der. Dann kommen wir zum nächsten. Und bei dem hier ist es so, der IXO, da muss ich vielleicht noch was dazu sagen. Der IXO ist nicht einfach ein Akkuschrauber, das ist quasi, das hier ist das Schweizer Taschenmesser von Bosch. Und wenn man ehrlich ist sogar das bessere Taschenmesser. Denn du kannst hier Folgendes machen, du kannst hier vorne, 1000, jetzt kriege ich es selber nicht hin. So, jetzt aber. Du kannst hier vorne das abmachen. Du kannst als Akkuschrauber nehmen, kein Problem. Aber da drauf kannst du 1 Million verschiedene Aufsätze drauf tun. Vom, ich glaube, Mini-Kompressor, Luftpumpe, Schneebesen, ich weiß es nicht. Also da kannst du, also gefühlt gibt es da alles hierfür zu kaufen und deswegen ist er so extrem beliebt. Und das macht ihn auch zu so einem Multifunktionswunder. Zusätzlich ist es so, dass ich sagen muss, ich habe auch so einen. Und was ich genial finde, ist, den kannst du auch gefühlt Äonen in die Ecke legen, holst ihn wieder raus und trotzdem kannst du mit dem immer noch arbeiten und der Akku entlädt sich nicht. Aber das ist halt Lithium-Ionen-Technik, das haben eigentlich alle. Aber bei dem hier habe ich die persönliche Erfahrung gemacht und ich lade ihn gefühlt auch nur einmal im Jahr, weil ich ihn auch so selten benutze. Aber ist ein cooles, kleines Gerät. So, wenn wir uns ansonsten schauen, haben wir eine Akkuanzeige? Nö. Ja? Hatte meiner nicht, hat der hier auch nicht. Was wir aber haben, ist genauso bei dem Gerät wie bei dem Gerät. Du lädst es einfach mit USB. Ja? Hier USB-C, hier haben wir noch das alte Mini-USB oder Micro-USB. Ich verwechsel das immer auch selber. Ist auch egal. Kabel bekommst du mit dazu und zum Lieferumfang. Übrigens, hier hast du kein Ladekabel mit dabei. IKEA geht davon aus, irgendwo im Haus wirst du wohl ein USB-C-Kabel haben. Und ganz ehrlich, brauchst du auch, mehr brauchst du ja nicht. Also irgendein USB-C-Kabel steckst du rein, kannst du laden. Kannst du am Akku, kannst du am Handy laden, nicht am Handy, aber kannst du am Handy-Ladegerät laden, an deinem Laptop, an was auch immer. Ja? Aber ist wichtig, kein Kabel mit dabei. Bei dem hier hast du natürlich auch ein Kabel mit dabei und das war's. Und natürlich, jetzt sehe ich gerade, natürlich hast du hier oben auch eine Akkuanzeige. Warum leuchtet denn nicht? Wahrscheinlich ist er so leer. Ehrlicherweise, keine Ahnung, weil er ist voll geladen, zeigt aber weder grün, gelb noch. Vielleicht ist einfach nichts anzeigen voll. Ich weiß es gerade nicht. Ja? Aber du musst hier also wirklich den Preis in Relation setzen, denn wir haben hier ein 40-Euro-Gerät, mit dem du unfassbar viel mehr machen kannst. Okay, kommen wir zum nächsten, das ist der Bosch Go. Und beim Bosch Go ist es so, dass wir hier auch eine andere Funktionsweise haben. Wir haben erst einmal wirklich etwas, was du so in der Hand halten sollst und so auch benutzen sollst. Du kannst hier aber auch Drehmomentstufen einstellen. Ja? Das kannst du bei den anderen ja nicht. Hier kannst du einfach nur arbeiten, machen und tun. Aber wenn du jetzt sagen willst, ja, ich habe eine kleine Schraube, ich möchte die nicht so hart anziehen und nicht so fest anziehen, dann kannst du hier wirklich verschiedene Drehmomentstufen hier einstellen oder hier bis zum Max. Ja? Das kann wirklich mal hilfreich sein. So, dann setzt du hier vorne auch dein Bit ein, wie vorhin auch schon bei den anderen. Hält genauso wenig fest wie die anderen, ja, also geht auch da immer wieder raus. Aber du hast hier einen Einschalter, dann dreht er sich. Ja, kannst hier auch die Richtung ändern. Rechts-Links-Lauf, gar kein Problem. Was du aber auch machen kannst, ist auf Druck arbeiten. Das heißt, du siehst jetzt hier Folgendes, ich habe hier nicht die Hand da dran und trotzdem, wenn ich hier nach unten drücke, es ist einfach so, dass du sagst, okay, ich drücke nach unten, zack, und dann, ja, sodass dann auf den Druck gearbeitet wird. Du musst nicht jedes Mal das Gerät einschalten. Das kann auch echt große Vorteile haben und das macht es auch relativ intuitiv. Nimmst einfach so, ja, Schraube rein, nächste Schraube rein und du hast halt nicht das, dass du in dem Moment hier drücken musst. Es kann Vorteile haben oder nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Das ist übrigens ein Bosch Professional Gerät. Wird übrigens auch mit USB hier Mikro oder ihr wisst, ich weiß es nicht, Mikro oder Mini-USB geladen. Auch da ist das Kabel gleich mit dabei. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es hier
hier auch so, dass hier schon Bits dabei sind. Das heißt, für 60 € bekommst du schon Bitsatz und all den ganzen Kram mit dazu, sodass du hier schon ausgestattet bist. Bei dem hier muss man ja auch in Relation setzen, ja? 60 € alles mit dabei. Bei dem hier für 13 € ist es so, dass du den Bitsatz noch dazu kaufen musst. Kommen wir zu unserem nächsten Aspiranten, der große Trixig 12 Volt. Wir haben hier ein 12 Volt Gerät, also schon quasi einen amtlichen Akkuschrauber. Da geht richtig was ab. Und lass uns mal schauen. Wir haben hier sogar 900 Umdrehungen. Also wir haben nur einen Gang, 900 Umdrehungen. Aber auf geht's, ja. Also da ist schon was los. Und ist ja auch dafür gedacht, primär natürlich IKEA-Werkzeug aufzubauen. Aber eigentlich nur für IKEA-Werkzeug reicht ja fast schon das hier. Eine gute Frage. Warum sollte man eigentlich den großen kaufen? Schreibt da auch mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ja? Wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken, nehmen wir erstmal den Akku ab, sehen wir jetzt hier unseren USB-C-Lader, beziehungsweise einfach hinlegen, Kabel rein und dann wird es geladen. Dauert mehrere Stunden und dann ist er aufgeladen. Wenn wir hier hinten drauf schauen, ihr seht hier auch, wir haben hier einen 1,5 Ampere-Stunden Akku mit 16,2 Wattstunden. Also hier sind 16,2 Wattstunden Energie bei 12 Volt halt drin. Das ist jetzt nicht sonderlich doll, aber ein paar Schrauben kannst du damit schon schrauben. So, gucken wir uns mal das Gerät an sich an. Hier ist es so, übrigens hast du hier hinten auch eine Akkuanzeige, ja, da siehst du hier voll geladen. Bei dem Gerät an sich ist es so, wir haben hier wieder nur hinten die Gummierung, hier unseren Trigger, rechts, links, können hier das Drehmoment einstellen, so wie man das kennt. Und das war's. Was ich ganz vergessen habe, wir haben übrigens eine hübsche, eine süße kleine Lampe hier vorne, die erstaunlicherweise, ja, vielleicht seht ihr es so, ja, heller ist, als man denkt. Das ist schon, wie sagt man, so eine ganz schön helle Funzel. Gut, kommen wir jetzt weiter zu Parkside. Deutlich kleiner. Wir haben ja hier 12 Volt Gerät. Das ist wichtig, auch wenn wir das jetzt mit dem vergleichen mit Bosch, ja, mit dem großen 12 Volt Gerät. So, Parkside, auch ein 12 Volt Gerät, relativ klein und kompakt, aber in derselben Leistungsklasse. Zum Thema Leistung und wie viel Newtonmeter was hat, kommen wir auch gleich noch. Wenn wir uns den kleinen hier angucken, haben wir eine Sache, und zwar, wir haben hier einen fest verbauten Akku. Den kann ich nicht abnehmen, da kann ich machen, was ich will, kann ich das absägen, aber das lasst ihr bitte. Hier also fest verbaut hier drin, auch hinten hier mit USB ladbar, heißt aber, lange damit arbeiten könnt ihr nicht. Ihr habt ein paar Schrauben und wenn das alle ist, dann müsst ihr erstmal hinstellen, ein paar Stunden warten, dann gehen wieder ein paar Schrauben. Da müsst ihr darauf achten. Also hier, wenn ihr sagt, ich will mehr arbeiten, hier Akku tauschen, ist halt nicht. Dann haben wir hier auch unseren Auslöser, Rechtslauf, Linkslauf. Was man hier hat, man sieht den, Rechtslauf, also hier siehst du, reinschrauben, rausschrauben, kann man hier wunderschön sehen. Übrigens, wir sehen hier auch wunderschön durch dieses Fenster, da haben wir Glück und sehen das auch ein bisschen. Da kommt ab und zu auch mal ein kleiner Funke. Und zwar warum? Wir haben hier kein Bosches Motor. Haben wir uns bei keinem einzigen Gerät. So, was wir hier vorne noch haben, ist eine Akkuanzeige. Ich sehe einfach hier unsere 3 LEDs und dann weiß ich, wie voll das Ganze ist. Und unsere normale LED auch noch. So, dann gehen wir mal zum nächsten und das ist der hier, der Metabo. Der gute Metabo, der Metabo Power Max BS. Schönes Gerät. Man muss auch hier sagen, wir haben hier ein Gerät im Preisbereich 60 €, wo wir wirklich das Gerät bekommen, einen Akkulader und einen Akku. Denn hier haben wir einen amtlichen 12 Volt Akkuschrauber von Metabo und das ist jetzt wirklich kein Billigschrott, sondern das ist ein richtig guter 12 Volt Akkuschrauber. Den Akku kann ich natürlich austauschen, kann mehrere Akkus auch haben, kann die Akkus laden, aber das lade ich wirklich in einem Ladegerät. Das Ladegerät lädt deutlich schneller auf jeden Fall als alle USB-C-Varianten, die wir hier gesehen haben. Ja, das ist wirklich so, das ist ein schöner Lader. Und wir sehen auch, das Gerät an sich ist halt wirklich hochwertig gemacht. Schaut mal, wir haben hier eine schöne Gummierung, oben, unten, rechts, links, überall dran. Wir haben hier einen kleinen Gürtelclip, wir haben hier unseren Trigger, hier haben wir die Akkuanzeige. Wir sehen hier, ob wir Rechts-Links-Lauf haben. Wir haben hier auch ein Licht nach vorne, können hier jetzt das erste Mal auch einen zweiten Gang schalten. Ja, erster Gang, zweiter Gang. Das ist schon enorm, was wir machen können. Und wir haben hier knapp unter 400 Umdrehungen im ersten Gang. Im zweiten Gang, das ist immer schön, das steht hier auch drauf, haben wir 1400 Umdrehungen. Also wir haben hier eine gute Spreizung zwischen relativ langsam und schon relativ schnell. Dann haben wir ein ordentliches Bohrfutter, wo wir auch wirklich mal hier auch einen Bohrer einspannen können. Das haben wir natürlich bei anderen beiden auch gehabt. Also sowohl bei dem hier als auch bei dem hatten wir schon ein richtiges Bohrfutter. Ja, muss man dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, das konnte nur der hier. Das ist unser Metabo. Ja. Auch das Licht hier schön an der Stelle, weil es hier dann genau das hier beleuchtet. Das Ganze hier im Gesamtpreis von 60 €. Und jetzt kommen wir zu Bosch.
Hier haben wir unseren großen Bosch Grün, den 18V40. 40 Newtonmeter, das heißt auch der absolut stärkste hier im Segment, kannst du definitiv nicht mit USB-C laden. Denn wir haben hier für 75 € bekommst du Akku, Akkulader und alles drum und dran. Was wir übrigens nicht haben, ist eine Akkuanzeige. Was ich immer sage bei Bosch Grün, oh, es gibt ja auch Akkus, die haben das bei Bosch Grün. DIY Home and Garden, sagt man ja korrekt. Aber der hat das eben nicht. So, 2 Ampere-Stunden, hier ist dementsprechend auch ordentlich Energie drin gespeichert. Ich will euch das auch mal sagen, wie viel, nämlich 36 Wattstunden. Da kommst du natürlich deutlich weiter als mit allen anderen Geräten, die wir hier haben. Dann haben wir hier auch erster Gang, zweiter Gang, hier jetzt mit auch 430 oder 1600 Umdrehungen schon. Wenn du also was bohren möchtest, geht es damit deutlich angenehmer. Das ist natürlich auch ein deutlich größeres Gerät. Auch hier hast du deine Drehmomentstufen, wie bei dem Metabo übrigens auch, da hatte ich es nicht extra erwähnt. Und was man übrigens bei Parkside noch sagen muss, da haben wir keine Drehmomentstufen. Ja? Da können wir sich einstellen. Der hier macht wirklich nur an, aus, fertig. Mehr kann der nicht. Ja? Im Gegensatz dann auch wieder zu unserem IKEA, der auch Drehmomentstufen hat, was ich vorhin nicht erwähnt habe. Und jetzt legen wir mal los und testen das Ganze. Ihr habt jetzt gerade schon die ersten Tests gesehen von den 3 Maschinen und da sehen wir, dass wir maximal so große Schrauben reinschrauben können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Alltag, wo schrauben wir denn mehr als solche Schrauben? Wir haben hier 5x50 als Schraube und das ist schon amtlich. Wir haben den Test angefangen bei 4x40, das haben sie alle geschafft. 5x50 haben sie auch alle geschafft und sind wir nochmal eine Stufe größer geworden mit 6x60. Und 6x60 ist schon eine Ampel, also 6 mm starke Schraube, 60 lang, ist schon richtig, richtig groß. Und da ist es so, dass alle nicht geschafft haben. Und da war es sogar so, dass der XO sie am weitesten reinbekommen hat hier und dass nur 22 mm noch gefehlt haben, um sie komplett reinzuschrauben. Aber da sehen wir, dass diese 3 Geräte eigentlich schon ziemlich stark sind und stärker, als man so denkt. Dann schauen wir uns mal den Test an der größeren Geräte. Hier war aber das Ergebnis total erstaunlich und deswegen lasst uns gleich auch mal zusammen ein Fazit ziehen. Der hier hat gerade mal genau diese Schraube reinbekommen, dass die, von der wir vorhin gesprochen haben, die dann nicht geschafft haben, und zwar 6x60. Das hat er hier als Maximum geschafft und das auch nur mit einmal absetzen. Also er hat gedreht, hat es nicht ganz reinbekommen, nochmal nachgesetzt und dann war sie drin. Das ist das Maximum, was geht. Eine größere Schraube schafft der einfach nicht. Hier der kleine Parkside hier, der hat einfach mal durchgezogen. Der hat zwar leichte Probleme gehabt, muss man auch mal nachsetzen, aber der hat hier wirklich eine 6x80 hinbekommen. Und das ist schon ein riesen Unterschied. Und wir haben hier ein Gerät, das ist günstiger als das von IKEA und er schafft es trotzdem. Wahnsinn! Und jetzt gucken wir mal an, was die anderen Geräte geschafft haben. Der kleine hier, der wirklich, also das ist auch mal wichtig, der ist wirklich klein, ja, im Verhältnis auch zu denen hier. Und der Kleine hat eine riesige Schraube geschafft, und zwar das hier. Das hier schafft dieser kleine Schrauber für 60 €. Nochmal, 60 €, Metabo, Ladegerät, Akku und das Gerät an sich, alles kriegst du für 60 € und kannst so eine Schraube versenken. Das heißt für dich, dass du im normalen Alltag, in deiner Wohnung oder im Haus, alle Schrauben reinbekommst, die du so schrauben möchtest. Außer möchtest du eine Terrasse bauen mit einem großes Carport oder sonst irgendwas. Selbst bei einer Terrasse hättest du kein Problem, weil die Schrauben sind definitiv kleiner in der Regel als so eine riesige Schraube. Ja? Vom Bohren reden wir nicht. Bohren ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja? Also im Beton bohren, das können die hier alle nicht, auch der hier nicht. Aber das, wie gesagt, anderes Thema. Darüber sprechen wir gerne in einem anderen Video oder schreibt mal eure Frage unten in die Kommentare. Und wir sehen hier aber eine Sache, und zwar haben wir hier keinen Brushless Motor. Bei der Schraube ist eine 120er. Das ist eine 8x120. Das ist so, dass sich so schon leicht gequält hat. Bei einer 8x160 hat er angefangen, sich so stark zu quälen, dass er eben angefangen hat zu rauchen. Und wenn er angefangen hat zu rauchen, heißt das, dass der Motor so stark überhitzt, dass er anfängt zusammenzubacken. Ja? In so einem Fall, falls euch das passiert, dass euer Akkuschrauber anfängt zu rauchen, nicht aufhören zu schrauben, sondern die Last rausnehmen, also von der Schraube wegnehmen und ihn einfach in der Luft dann noch ein bisschen drehen lassen, damit er sich abkühlen kann. Ihn hinzulegen kann auch dazu führen, dass er da kaputt geht. Aber so eine Schraube schaffen wir für 60 €. Und du sagst, naja, 60 €,
60 Euro. Kann ich nicht noch 15 Euro mehr ausgeben? Und dann bist du eben bei dem hier. Und bei dem ist es dann auch mal erstaunlich, was der schafft. Denn er schafft eine 4x40, 5x50, 6x60, 6x80, 6x120, 8x120, 8x160, 8x180, das sind schon richtig lange Schrauben, 180 mm lang. Er schafft auch eine 8x220, also eine 220 mm, also 22 cm lange Schraube. Er schafft auch eine 10 mal 160, also eine 10er bei 160, das ist also eine riesen lange Schraube, die wir hier hinbekommen. Nur bei 10 mal 200, da fehlt eben so die letzte Kraft. Und da siehst du, dass du hier schon ein wirklich extrem starkes Gerät hast und das für 75 Euro. Und das ist doch schon der Kracher. Und jetzt ist die Frage, was lohnt sich denn eigentlich? Macht das IKEA-Werkzeug per se Sinn? Das ist eine gute Frage, denn ich sage mir Folgendes, wenn du jetzt zum Beispiel den hier kaufst, musst du mehrere Aspekte, glaube ich, beachten. Willst du nur einmal was aufbauen, dann leist dir vielleicht aus. Wenn du öfter was machen möchtest, dann ist das hier aber vom Preis-Leistung her eigentlich zu schwach. Und was ich irgendwie Quatsch finde, ist, du kaufst dir das einmal und dann merkst du vielleicht ein halbes Jahr später, ja, ich möchte mal da was machen und ein paar Kleinigkeiten da und hier und da. Und dann reicht er dir nicht aus, sondern du sagst, naja, dann muss es doch ein anderer sein. Dann schmeißt du ihn nachher weg, hast irgendwie doppelt und dreifach Geld ausgegeben. Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und bei der Range, die wir hier haben, bin ich der Meinung, wenn du sagst, naja, du möchtest einen richtig guten Akkuschrauber haben, in einem Bereich, wo es wirklich sehr günstig ist, dann nimm halt den Metabo oder den Bosch und du wirst sehr, sehr lange Spaß haben. Ich will den kleinen Parkside persönlich nicht nehmen, aus einem profanen Grund oder aus zwei profanen Gründen. Nummer eins, ich kann den Akku nicht wechseln. Das heißt, ich kann nicht mal schnell hin und her tauschen und der lädt halt auch relativ langsam über USB. Bei dem hier, auch wenn ich nur einen Akku bekomme, ist es doch relativ schnell wieder aufgeladen, so ähnlich wie beim Elektroauto, in wenigen Minuten von hier 10 auf 80% oder 20 auf 80%. Ich habe auch 2 Gänge, ich habe hier gar keine Gänge, keinen Drehmoment und so weiter und so fort. Deswegen ist der Parkside für mich so ein bisschen raus. Wenn du absolut Preis-Leistung hast und möchtest den nicht kaufen, also den bei IKEA dir angucken, dann ist der vielleicht eher die Wahl, weil er ist ja fast 10 Euro günstiger. Musst du wissen. Ansonsten wäre natürlich der hier mit 18 Volt ein absolutes Monster. Damit kannst du über Jahre im Haus, im Garten, in deiner Wohnung alles machen, was du willst, bis du da wirklich mal rauswächst. Bei den Kleinen ist es ein bisschen schwieriger. Wenn du sagst, auch wieder nur mal ab und zu was aufbauen und so weiter, macht der kleine IKEA hier richtig Sinn. Weil für 12 oder 13 Euro mit Akku, mit allem drum und dran, für einen Schrank reicht das in der Regel aus, was du da an Energie drin hast und kannst da Schrauben machen und tun. Kannst du noch irgendwas anderes benutzen? Nee. Wenn du ihn weiter benutzen möchtest, wenn du auch mal viel mehr und Spaß haben möchtest, macht der IXO für mich viel, viel mehr Sinn, weil bist du erstmal in diesem Universum und merkst, oh, ich könnte noch das gebrauchen, noch eine kleine Pumpe und ich könnte noch hier und noch eine Säge, oder weiß auch immer, was da alles so gibt, dann tolle Sache, bist du natürlich auch bei 40 Euro, muss man sagen. Aber der IXO wird über viele, viele Jahre dir Spaß machen, bin ich der Meinung. Beim Bosch Go ist es sehr speziell, da musst du wissen, ob du sagst, naja, ich möchte so auf den Punkt drücken. Ansonsten ist es etwas eher für Leute, die in sehr kleinen Räumen arbeiten möchten und die eben den Platz nicht haben, so wie es hier ist. Ja? Gerade wenn du zum Beispiel so einen Computer zusammenbaust oder einen Schaltschrank oder sonst was, da werden die in der Regel eingesetzt. Aber du bekommst hier für 60 Euro eben schon deinen Bitsatz mit dazu. Das muss man eben auch noch mal wieder mit dazu denken. Und übrigens, apropos Bitsatz, hier bei dem hier hast du ja auch überall keinen Bitsatz dabei. So ein einfacher Bitsatz hier von Makita, sehr gute Qualität, die gibt es schon für 12 Euro. Und jetzt frage ich euch, macht es Sinn, IKEA-Werkzeug zu kaufen, ja oder nein? Schreibt es mal unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Und lasst die Bleistifte beim IKEA.